Hallo, ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich zu einem neuen Video von Schuster Automobile. In diesem Video erfüllen wir einige Wünsche von euch, und zwar dreht es sich dabei um eine Ladekurve vom neuen Mazda 6e. Da habe ich ganz viele Anfragen von euch bekommen, dass wir da doch mal bitte ein Video zu online stellen sollen, denn es gibt tatsächlich hier zu diesem Thema nur sehr wenige Informationen online und ich habe auch schon einiges gesehen, was tatsächlich auch gar nicht stimmt. Das war mir allerdings nicht genug. Wir machen heute natürlich noch ein bisschen mehr, damit es ein bisschen reizvoller wird. Wir werden dieses Auto hier auch mal richtig leer fahren, um zu schauen, wie reagiert das Fahrzeug, wenn der Akkustand immer niedriger wird, und natürlich auch, wie sich das Auto dann vielleicht auch vom Beschleunigungsverhalten verhält, was es für Warnmeldungen gibt. Und das werden wir uns natürlich in diesem Video anschauen. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, heute also Ladekurve in diesem Video, aber auch mal so ein Leerfahren, um zu schauen, wie sich das Auto verhält. Deswegen gucken wir uns mal kurz den aktuellen Zustand des Fahrzeuges an. Wir sitzen hier in einem Mazda 6e, nur zur Info, mit 68,8 Kilowattstunden Akkutechnik. Das heißt, wir haben einen LFP-Akku und wir haben jetzt im Moment einen Akkuzustand, ich zeige euch das mal hier, von 18%, Restreichweite 75 Kilometer. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal schauen, wie sich das Auto verhält. Das heißt also Beschleunigungsverhalten. Wir werden mal unseren 0 auf 100 km/h Test einfach mal testen, ob da wirklich noch die Werte rauskommen, die wir euch da schon mal ermittelt hatten. Falls ihr übrigens dieses Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das gerne mal hier oben. Das ist auch sicherlich interessant, da haben wir die ganzen verschiedenen Modi mal noch durchgetestet. Das werden wir heute nicht machen. Und dann fahre ich vielleicht auch mal auf die Autobahn und gucke einfach mal, ob wir die Endgeschwindigkeit noch erreichen können mit so einem niedrigen Akkuzustand. Und dann geht es an die Ladesäule. Wir sind jetzt zwischenzeitlich in unserem bekannten Plätzchen für die 0 auf 100 km/h Tests angekommen und lasst uns, bevor es losgeht, ganz kurz nochmal so die Rahmenbedingungen besprechen. Das ist ja auch mal interessant zu wissen. Wir haben aktuell einen Akkuzustand von 16%. Ich kann euch das nochmal kurz hier zeigen. Gehen nochmal hier in die App rein. So, da habt ihr 16%. Und ich gehe jetzt nochmal in die Energiekurve, die ich euch aufgezeigt hatte. Hier können wir danach auch so ein bisschen sehen, natürlich, wie dann die Peaks vom Vollgasfahren sich hier darstellen. Hier müsst ihr dann auf die rechte Seite schauen. Wir haben aktuell eine Außentemperatur von 11 Grad, also ziemlich kühl. Bin auch mal gespannt, ob wir da auch etwas merken werden, dass wir da Leistung wegnehmen. Ich denke aber, dass das meiste vermutlich eben vom Akkuzustand kommt. Ich habe jetzt beim Herfahren nicht wirklich was davon gemerkt, habe jetzt aber auch bedingt durch den Verkehr nicht richtig Gas geben können. Wir hatten einen Wert bei unserem letzten Testergebnis von knapp über 6,7 Sekunden, was schon eine kleine Überraschung war, weil das Auto eigentlich deutlich langsamer angegeben ist. Und jetzt schauen wir einfach mal, was bei 16% Akkuzustand rauskommt. Ich fahre jetzt gleich zu unserem Startpunkt, dass wir das immer auch gleich messen. Bleibt dann kurz stehen, bis das System auf 0 gestellt ist. Und dann einfach voll Kickdown und drauf. Sind natürlich auch wieder im Sportmodus. Okay, Gerät ist bereit und Feuer frei. So, beschleunigt schön durch. Ja, ich sehe auch schon beim Powermeter ganz die Leistung, die er beim vollen Akku hat, hat er nicht. Ja, 7,77 Sekunden. Also hier schon eine kleine Verschlechterung der Werte von knapp über einer Sekunde. Es war also, wenn man die Beschleunigung schon ein paar Mal bei dem Auto gespürt hat, schon so, dass man das gemerkt hat, dass er ein bisschen dezenter voranfährt. Aber jetzt sind wir eigentlich nahezu an der Werksangabe, was ja auch immer ganz interessant ist. Wir waren uns ja nicht 100% sicher, wie diese Werksangabe zustande kommt. Und jetzt sind wir eben hier mit dem Akkuzustand von 16% doch schon sehr nah daran. Wir machen jetzt Folgendes mit euch. Wir fahren jetzt den Akku noch ein Stückchen leerer und ich melde mich dann, wenn so die ersten Warnmeldungen auftauchen. Ist auch mal ganz interessant zu wissen, wie reagiert das, ab welchem Akkuzustand, gibt es irgendwelche Warnmeldungen, wird er dann noch langsamer, und genau das werden wir euch jetzt hier in diesem Video mal aufnehmen. Wir sind jetzt auf der Autobahn und quetschen mal alles aus dem Akku raus, was noch vorhanden ist. Ich bin jetzt bei 11%, noch bisher keinerlei Batteriewarnung, Fahrzeug, maximale Geschwindigkeit. Wir haben gerade ein bisschen Glück, die Autobahn ist ziemlich frei. Gerade wo ich sage, jetzt wieder ein bisschen Verkehr, aber man kann heute auf jeden Fall sehr zügig fahren. Und ich bin auch schon gespannt, ob er irgendwann die Höchstgeschwindigkeit wegnimmt, ob man da schon was spürt. Ja, bis jetzt also kein Problem. Ich merke von der Beschleunigung, wie gerade auch schon beim 0 auf 100 km/h Test, dass er ein bisschen weniger spritzig ist, aber zum normalen Autofahren reicht das wirklich absolut locker aus. Und jetzt ja, sind wir eben kurz an der 10% Grenze, keine Warnmeldung. Jetzt denke ich, wird bald irgendwas kommen. Was ich so bei den letzten Fahrten schon mal erlebt habe, so bei 10% in etwa wird die erste Batteriewarnung kommen. Wir schauen mal hier auf unseren Energiefluss. Hier kommt jetzt schon etwas früher so ein gelbes Zeichen, schon mal eine Info, hey,
Jetzt wird es langsam eng, denkt mal so ein bisschen ans Tanken oder beziehungsweise eher ans Laden, aber grundsätzlich hier am Display in der Mitte noch nicht. So, jetzt ist es soweit, 10% sind erreicht. Es hat noch ein paar Sekunden nach 10% gedauert, jetzt kommt die erste Meldung. Niedrige Batterieladung, bitte laden. Also man ist hier noch recht höflich und sagt bitte. Scheint jetzt noch nicht so dringlich zu sein. Und wenn es jetzt gleich wieder ein bisschen frei wird, gebe ich nochmal Gas. Schauen wir einfach mal, ob wir die 180 noch weiterhin erreichen können. So, wir haben es leider nicht mehr geschafft, in der Zwischenzeit nochmal hoch zu beschleunigen, weil es doch zu viel Verkehr. Und unsere Aktion hat uns jetzt auch so ein bisschen in eine knifflige Situation gebracht. Wir sind immer noch auf der Autobahn. Akku hat aktuell 0% und 1 Kilometer Restreichweite. Von daher ja, fahren wir jetzt einfach mal weiter. Im Moment Beschleunigung ist schon stark reduziert. Also ich kann jetzt hier im Verkehr mitschwimmen auf der Autobahn, ist kein Problem. Ich bin jetzt gerade bei 120. Autobahnausfahrt ist noch so 2 Kilometer in etwa entfernt. Die Warnung selber ist immer noch niedrige Batterieladung, bitte laden. Also da hat sich jetzt nichts dran verändert. Es wird also nicht irgendwie noch energischer. Jetzt haben wir 0% und 0 Kilometer. Ich gehe jetzt hier mal auf den Tageskilometerzähler. Den setze ich jetzt mal fix auf 0. So, mal schauen, wie viele Kilometer wir jetzt praktisch schon nach 0 gefahren sind, wie sich das auswirkt, wie sich das Auto verhält. Und ja, auch mal spannend jetzt. Ich bin, ja, wie gesagt, noch nie so an die Grenze von diesem Auto gegangen. Eigentlich war jetzt der Plan, mit euch irgendwie so mit 2-3% an die Ladesäule zu fahren, aber dadurch, dass ich die ganze Zeit immer voll Kickdown gegeben habe, hat das jetzt nicht ganz so hingehauen, deswegen fahre ich jetzt ein bisschen mehr Piano. Wenn ich jetzt Vollgas drücke, komme ich jetzt beim Powermeter maximal noch bis zum Viertel. Also diese Leistung steht mir im Moment noch zur Verfügung. Ich kann es euch mal zeigen. Also ich drücke jetzt nochmal voll drauf. Also diese Leistung jetzt hier ist gerade aktuell noch abrufbar. Wie gesagt, zum Mitschwimmen reicht es aus. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier die Ausfahrt noch sicher erreichen. Und dann geht es nämlich ab zur Ladesäule. So, wir haben es jetzt noch bis zur Autobahnausfahrt geschafft. Wir sind jetzt knapp 5 Kilometer gefahren. Bin allerdings ein bisschen sparsam hinterm LKW hinterher getuckert. Leistungsabgabe war immer noch, wie ich es euch gerade schon im Video auch gezeigt hatte, also ungefähr so Viertel. Und jetzt, wenn wir auf dem Weg zur Ladesäule sind, lohnt es sich vielleicht auch mal über das Thema ja, Ladesäulenanbieter zu sprechen. Da gibt es auch mal wieder Anfragen von euch. Mensch, können Sie mir irgendwie einen Ladesäulenanbieter empfehlen oder welchen Vertrag soll ich da abschließen? Das ist natürlich ein ganz, ganz schweres Thema. Das ist eigentlich was für ein eigenes Video und ist auch wieder schwierig, weil es unterschiedlichste Angebote gibt und auch die Stützpunkte ganz unterschiedlich sind. Wir haben uns jetzt hier im Endeffekt für EnBW entschieden, nicht weil ich jetzt irgendwie EnBW besonders toll finde, sondern der Vorteil bei uns ist, dass EnBW hier in der Nähe sehr viele Schnellladestationen besitzt, was natürlich ein Vorteil für uns als Firma ist. Das heißt, das wäre so der erste Tipp, den ich euch geben kann. Einfach mal schauen, welche Strecken fahrt ihr so tagtäglich, wo wollt ihr vielleicht irgendwo öfters mal hinfahren, sei es jetzt zum Beispiel die Schwiegermutter oder Mutter besuchen und wenn die jetzt beispielsweise 200 Kilometer entfernt ist, dann einfach mal schauen, was gibt es da für praktische Ladestationen. Das wäre für mich ein wichtiges Argument, sich für diesen Anbieter dann zu entscheiden. Und dann kommen natürlich noch die Konditionen dazu. Da muss man eigentlich dazu sagen, nehmen sich die Anbieter jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Lockangeboten nicht so viel. Das heißt, die renommierten Hersteller wie zum Beispiel EnBW, Aral und so weiter, Ionity, da gibt es eben verschiedene Tarife. Ganz wichtig ist aber, dass ihr euch grundsätzlich mal an der Ladesäule einen, wie soll ich sagen, einen Tarif anmeldet und wenn es auch nur kostenlos ist, denn das spart ihr auf jeden Fall Geld. Wenn ihr einfach an die Ladesäule hingeht und sagt, hier, ich möchte laden, dann zahlt ihr mit Abstand den teuersten Tarif und das kann dann richtig ins Geld gehen. Da verlangen einige Anbieter so um die 79, 80 Cent, also richtig, richtig viel. Deswegen lieber die Zeit nehmen und einfach mal ja, so einen kostenlosen Tarif abschließen. Wir haben jetzt bei EnBW so einen mittleren Tarif, der kostet um die 5 Euro im Monat und hat einen Strompreis von 49 Cent die Kilowattstunde. Wir kommen jetzt auch schon an unserer Ladestation an. Es ist heute ja, Mittagszeit, da ist natürlich jetzt gut was los. Die gehen jetzt alle hier wahrscheinlich Mittagessen, die irgendwie Vertreter sind. Und ja, ich sehe schon, da sind sehr viele Fahrzeuge auch mit Werbeaufschrift dabei. Und wenn ihr euch jetzt hier zum Beispiel eben für so eine Ladesäule entscheidet, ist es auch ganz wichtig, dass ihr nach Möglichkeit zu einer Ladesäule geht, die nicht schon besetzt ist. Das hat folgenden Grund. Die Ladesäulen, die haben verschiedene Leistungseinheiten, Endstufen, sowas in der Art drinnen, die miteinander kombiniert werden können. Das heißt, ihr seht meistens immer an der Ladestation eine maximale Ladeleistung und diese Ladeleistung bezieht sich aber immer auf optimale Bedingungen und auf beide Ladeports.
Wenn also schon an diesem einen Ladeport ein Fahrzeug dranhängt und ihr steckt euch an, so steht also im besten Fall, vielleicht je nachdem, was das für ein Auto ist, ungefähr die halbe Leistung zur Verfügung. Und deswegen sucht euch am besten eine leere Ladesäule aus. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel, wenn ganz, ganz viele Ladesäulen schon belegt sind, dass die Leistung generell auch von diesem ganzen System reduziert wird, weil eben beispielsweise das Netz überlastet ist. Und es könnte auch theoretisch noch sein, dass dieses Werbeversprechen, was da dran steht, auch sich nur auf 800 Volt Technik bezieht und nicht auf 400 Volt Technik. Also es ist ein ziemlicher Wust an Ladesäulen, gar nicht so einfach. Am besten auch immer online schauen, da gibt es ein paar Portale, wo man nachgucken kann, wo Erfahrungsberichte auch gepostet werden können. Ich weiß, bei dieser Ladestation hier steht 300 kW dran. Diese 300 kW, die können theoretisch erreicht werden, aber nur mit 800 Volt Technik. Mit 400 Volt ist man dann eben meistens so bei 150, 180, da ist dann auch schon die Fahnenstange zu Ende. Und es gibt dann auch besondere Stecker, auf die man achten muss, und das zeige ich euch am besten mal, wenn wir draußen stehen. Marcel hat mich jetzt gerade noch darauf hingewiesen, bevor wir aussteigen, schauen wir uns das noch mal kurz an. Wir sind jetzt also nach 0,6,5 Kilometer gefahren, hatten jetzt mit Rollphasen und Bremsphasen einen durchschnittlichen Verbrauch von 7,7 Kilowattstunden. Wie gesagt, ich bin einfach hinter einem LKW schnell hinterher gefahren, um sicher zu gehen, dass wir hier nicht irgendwo stehen bleiben. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht 100%, wie das Auto reagiert und ab welchem Zeitpunkt irgendwann auch mal komplett ein Shutdown wäre. Das wäre, glaube ich, auch mal ein Video wert, aber da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen darauf vorbereiten, dass wir nicht zum Verkehrshindernis werden. Wir werden euch dann jetzt auch natürlich bei diesem Ladevorgang so ein bisschen mitnehmen, das bereiten wir gleich auch schon mal vor. Das heißt, einen Timer hinstellen, wir werden also einmal den Ladevorgang von 0% messen bis 100%, wobei ihr jetzt schon seht, dass 0% natürlich auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Toleranz haben. Wenn unter 0% geht er ja nicht, das heißt, wir werden heute wahrscheinlich sogar ein bisschen länger brauchen als normalerweise. Und dann werden wir natürlich auch die 10 auf 80% Messung hier durchführen. Deswegen habe ich einen Timer dabei mit 2 Uhrzeiten. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir uns mal kurz den Stecker an. Da müsst ihr nämlich auch auf was achten. Machen wir als allererstes mal den Tankdeckel auf, einfach nur drauf tippen. Da müsst ihr nicht viel beachten. Ihr habt die 2 Stecker. Der obere ist der typische Typ 2 Stecker. Den kennt ihr von Wallbox oder natürlich vom 230 Volt Ladegerät. Zum Schnellladen brauchen wir beide, den unteren und den oberen Port. Nennt sich dann eben CCS Charger, weil es eben ein kombiniertes Ladesystem ist. Hier sind die 2 Gleichstromports und hier oben dann eben für Wechselstrom und das für die Kommunikation. Das heißt, ihr habt dann natürlich an der Ladesäule, ich drehe mich mal am besten so, das passende Gegenstück. Und ich sagte ja gerade beim Stecker mal ein bisschen aufpassen. Dieser Standard CCS ist eigentlich nicht für diese hohen Ladegeschwindigkeiten entwickelt worden, die man damals kannte. Deswegen gibt es mittlerweile auch Stecker, die nennen sich HPC für High Performance Charging. Und wenn ihr da eben auf so einen Stecker mal drauf schaut, dann seht ihr das auch meistens. Hier steht jetzt eben Combo Charger CCS2 Kabel. Das ist also schon das nächste. Und hier sieht man es auch nochmal, eben Hypercharge. Das sind also diese Stecker, die haben noch ein paar Besonderheiten. Hier gibt es ein paar unterschiedliche Ausführungen. Und bei denen ist es hier zum Beispiel so, das merkt man schon, wenn ich jetzt die Hand rum, beziehungsweise die Hand rum versuche zu haben, schaffe ich das gerade so. Und dieser Stecker, der kann also meistens dann eben hier die volle Leistung abrufen. Der hat eben gekühlte Pins, die dann eben auch diese maximale Ladeleistung für einen sehr langen Zeitraum durchhalten. Wenn er dann irgendwelche Ladesäulen hat mit maximal 200 kW, maximal 175 kW, merkt er das meistens schon, dass das Kabel deutlich dünner ist. Und wenn er drauf schaut, ist meistens kein HPC-Stecker vorhanden. Und dann kommt er sowieso nicht an die maximale Ladeleistung des Fahrzeugs ran. So, ich stecke jetzt hier schon mal den Stecker rein. Zack. Und ich gehe zu meiner ENBW-App. Das heißt, hier gehen wir mal rein und scanne schon mal hier einfach den QR-Code. Das geht natürlich super bequem, wenn ihr euch da angemeldet habt. Dann steht im Endeffekt da jetzt laden. Ich hole schon mal erst den Timer. Dann gucken wir mal parallel aufs Display. So. Und wir haben euch natürlich auch eine GoPro installiert, dass wir auch die Ladeströme und so weiter messen können. Ja, und jetzt gehe ich jetzt hier einfach in meine App, nicht jetzt, auf jetzt kostenpflichtig laden. Timer 1 ist an. Und jetzt warten wir hier, bis da die erste kW-Zahl steht. Als allererstes werden natürlich erstmal die Daten ausgetauscht, dass ich den richtigen Login habe. Dann wird das Fahrzeug kontaktiert, fragen sich gegenseitig sozusagen, was also die maximale Ladeleistung ist. Temperatur, Akkuzustand, solche Themen spielen eine Rolle. Okay, warten wir noch ein kleines Momentchen ab. Noch ist er nicht so weit. So, jetzt steht die erste kW-Zahl da. Wir fangen an mit um die 4 kW. Und jetzt wird eben der Strom konstant erhöht. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt sind wir schon bei 60, 65, 70, 71 und so weiter. Wir beobachten das Ganze jetzt allerdings vom Fahrzeug innen aus.
Und dann können wir da mit diesen Daten natürlich auch euch eine schöne Ladekurve erstellen. So, hier mal innen drin auch ein kleiner Anblick auf unsere Ladeansicht, ganz nett gemacht. Zwischenzeitlich ist jetzt unser Akkuzustand schon deutlich angeklettert. Wir sind jetzt bei 4%. Ladeleistung hat sich auch schon ganz ordentlich erhöht auf aktuell 142 kW, steigt noch ganz leicht. Im Moment Akkuspannung liegt bei 407 Volt. Dann sollten wir vielleicht noch mal kurz über Zelltechnologie sprechen. Wir haben jetzt hier bei dem Fahrzeug einen LFP-Akku integriert. Dieser Akku hat insgesamt 120 Zellen. Bei 407 Volt sind wir ungefähr bei einer Zellspannung von 3,4 Volt. Da wäre also durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Und ihr werdet dann schon sehen, dass natürlich im Laufe des Ladevorgangs die Zellspannung ansteigen wird. Aber das schauen wir uns dann am besten nochmal hinterher an, wenn wir beispielsweise dann eben die Ladekurve für euch analysiert haben. Wir beobachten jetzt das Ganze mal, sind bei 7%. Sobald der 10% Marke erstmalig erreicht ist, starte ich den zweiten Timer. Wir sind jetzt schon bei 8%, dann kann ich das eigentlich auch schon mal hier aktivieren. Im Moment sind wir 2 Minuten 34. Was auch ganz nett ist, hier könnt ihr oben übrigens auch schon sehen, wie viele Kilometer wir tatsächlich schon gewonnen haben. 29 Kilometer, 30 Kilometer kann man also schon nahezu zuschauen. Jetzt sind wir dann gleich bei 10% und dann drücke ich hier natürlich drauf. So, okay. Und der zweite Timer ist auch an, sodass wir das dann eben schön vergleichen können. An der Stelle fallen mir noch so 2, 3 Dinge auf, die auch immer wieder von euch gefragt werden. Können wir uns hier in diesem Display tatsächlich auch mal anschauen. Einerseits gibt es eine Ladestrombegrenzung, die gibt es jetzt beim Schnellladegerät eben nicht. Diese Ladestrombegrenzung bezieht sich nur auf AC-Ladestationen. Das war bei den bisherigen Mazda-Modellen eben nicht möglich, dieses im Fahrzeug einzustellen. Das geht bei dem Auto. Dazu braucht ihr also eine Wallbox, die diese Fähigkeit hat, dann eben die Ladeleistung zu reduzieren. Und zum Beispiel kann man hier eben auf 8 oder auf 13 Ampere stellen. Das kann natürlich Sinn machen, wenn ihr zum Beispiel eine PV-Anlage daheim habt und ihr möchtet eben möglichst viel Sonnenenergie ins Auto tanken. Und die meisten PV-Anlagen daheim für die üblichen Hausdächer, die haben so im Schnitt zwischen 8 und 10 kW Peak. Und von daher ist es durchaus gut, hier nicht die maximalen 11 kW an Energie sich zu nehmen, sondern vielleicht hier auf, ich sage jetzt mal, auf ungefähr 7 oder auf 6 kW zu reduzieren, um eben etwas Luft zu lassen, damit das nicht die ganze Zeit aus dem Netz rauskommen muss. Finde ich eine schöne Sache. Dann gibt es noch das Thema planmäßige Ladung. Das machen wir aber, glaube ich, nochmal ein eigenes Video dazu. Da könntet ihr eben bei AC-Ladung sagen, okay, ich habe irgendwie einen besonders günstigen Tarif. Nachts um, was weiß ich, um 12 Uhr fängt der an, weil da eben wenig Leute Strom verbrauchen. Die Netzbetreiber will seinen Strom loswerden. Das kann durchaus möglich sein oder eben zu besonderen Zeiten. Dann könnte man eben sagen, hier lade zum Beispiel an Donnerstag von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr. Echt eine super praktische Funktion. Kann man auch sehr gut zum Beispiel mit Homeoffice oder sowas nutzen, wenn das Auto eben zu Hause steht, PV-Anlage auf dem Dach. Und ihr seid eben an jedem Tag immer zu Hause, dann Stecker rein und dann wird das Auto eben zu den bestmöglichen Zeiten geladen. Was im Moment tatsächlich noch fehlt, aber soweit ich weiß, wird es noch reinprogrammiert, ist, dass man einen maximalen Ladezustand einstellen kann. Also beispielsweise, dass ihr sagt, ich möchte den Akku nicht voller als 80-90% haben beim Laden. Das fehlt tatsächlich im Moment in der Software, aber Mazda arbeitet sowieso kontinuierlich hier im Softwarebereich an dem Fahrzeug. Wir haben erst vor ein paar Tagen hier das neueste Firmware-Update aufgespielt. Und der Rhythmus ist im Moment so ungefähr 3 bis 4 Wochen, bis wieder eine neue Software rauskommt. Ja, ansonsten lassen wir das jetzt hier einfach mal weiterlaufen. Die Ladeleistung liegt jetzt immer noch bei 143 kW, komplett konstant, hat sich auch nicht verändert, außer ganz am Anfang. Ich weiß nicht 100%, warum wir jetzt hier die ca. 65, 163 kW, die als Maximum eingegeben wurden, nicht erreicht haben. Es könnten mehrere Gründe haben. Einerseits sind da oben noch weitere Ladestationen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, die sind alle komplett voll belegt. Neben uns ist noch eine. Es kann also jetzt so sein, dass tatsächlich hier der Energieversorger sagt, okay, wir sind jetzt hier am Limit für das Netz, mehr geht nicht mehr. Es könnte auch natürlich in der Außentemperatur liegen. Wir haben jetzt, wie gesagt, 12 Grad, sind jetzt zwar ein Stückchen gefahren, aber gerade das letzte Stück natürlich ein bisschen Piano. Und dann kann es natürlich auch sein, dass die Akkutemperatur nicht das Optimum erreicht hat. Idealerweise sind bei der maximalen Ladeleistung so um die 25 Grad Akkutemperatur dann vorhanden. Ich habe jetzt auch noch keinerlei Kühlung hier oder so gehört. Das ist auch immer ein Zeichen, dass der Akku tatsächlich eben noch nicht zu warm ist. Das heißt eigentlich eher ein bisschen zu kalt. Wir lassen das Ganze jetzt nochmal durchlaufen und dann melden wir jetzt hier speziell nochmal bei 80% wieder, um genau eben diesen Wert aus dem Prospekt nochmal hier zu verifizieren. Währenddessen läuft natürlich die GoPro mit.
Wir haben uns gerade eine Pizza geholt, ehrlich gesagt, und nutzen das jetzt gerade als Mittagessen. Jetzt mussten wir die Pizza regelrecht reinwirken, weil wir schon bei 79% sind. Timer steht bei 25,12 und ich warte jetzt noch kurz ab, bis er dann die 80% anzeigt. Ihr seht schon, Ladeleistung ist im Moment bei 93 kW. Hatten es auch relativ konstant. Und jetzt haben wir die 80% erreicht. Zeit also 25 Minuten, 22 Sekunden. Obere Zeit läuft noch weiter. Mittlerweile haben wir also 379 Kilometer an Laufleistung schon erreicht. Das wäre jetzt also normalerweise der Zeitpunkt, bei dem ich euch empfehlen würde, jetzt einfach den Ladestecker zu ziehen und loszufahren und vielleicht vorher noch kurz die Pizza zu Ende zu essen. Ist tatsächlich so, dass man denkt, ja, 25 Minuten, wie soll sie die Zeit rumbringen? Aber wir waren jetzt echt kurz ein bisschen am Handy, dann bin ich hochgegangen, hat sie die Pizza warm gemacht. Bis ich wieder zurückgekommen bin, kurz ein bisschen essen und dann zack, musste man schon wieder ein weiter Video aufnehmen. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, wir ziehen das jetzt aber komplett durch für euch. Das heißt, wir warten auch noch ab, bis wir komplett 100% erreicht haben, um euch dann eben eine komplette Ladekurve zu erstellen. Und dann melden wir uns im Büro wieder. Wie ihr nun erkennen könnt, ich bin mittlerweile in der Firma angekommen und es wird Zeit, heute den Ladevorgang mit euch mal im Detail ein bisschen anzuschauen. Wir fangen mal ganz einfach an und schauen uns die Werte an, die auch tatsächlich an der Ladesäule abfotografiert wurden. Da sind ja immer so ein paar interessante Fakten schon mal zu sehen, die heute auch wichtig sind. Grundsätzlich natürlich, was haben wir denn eigentlich an Energie ins Fahrzeug getankt? Das waren 72,1 Kilowattstunden und ihr habt ja gesehen, wir waren also wirklich komplett auf Null und sind nach Null dann noch so knapp 7 Kilometer gefahren. Ich vermute also, dass wir hier wirklich fast an die komplette Grenze des Fahrzeuges rangekommen sind. Unser Ladevorgang selber von 0 auf 100% hat heute insgesamt gedauert 45 Minuten und 18 Sekunden nach unserem Timer. Und speziell der Vorgang von 10 auf 80% hat uns natürlich auch sehr interessiert. Hier ist es ja bei Mazda mit 24 Minuten unter perfekten Bedingungen angegeben worden. Wir haben heute einen Wert von 25 Minuten 22 laut Timer und wir haben es dann tatsächlich nochmal im Videoschnittprogramm ganz genau angeschaut. Da waren es dann 25 Minuten und 18 Sekunden. Vermutlich war ich ein bisschen zu spät auf dem Knöpfchen drauf. Wir hatten eine durchschnittliche Ladeleistung für den kompletten Ladevorgang von 94,4 Kilowatt. Wirklich ein sehr, sehr guter und ordentlicher Wert für die komplette Phase. Denn wie natürlich es bei typischen Akkus von E-Fahrzeugen so ist, hat man so eine Art Schokoladenseite bei so einem Akku. Das ist im Endeffekt so ungefähr bei 10 bis 80%. Es werden auch diese Angaben immer in den Prospekten genannt. Und ab 80% sinkt dann eben die Ladeleistung so drastisch, um den Akku zu schonen, dass es dann doch deutlich länger dauert. Das schauen wir uns aber jetzt gleich nochmal ein wenig im Detail an. Fangen wir mal so ein bisschen mit dem Ladevorgang an. Ihr habt ja gesehen, wir waren also komplett leer an der Ladestation gestanden, hatten den Stecker reingesteckt und natürlich direkt gestartet. Das Fahrzeug hat sehr, sehr schnell die Ladeleistung erhöht und wir waren bereits bei 5% dann schon bei unserem Maximum angereicht für den heutigen Test von 143 kW und selbst bei 1% hatten wir schon knapp 100 kW anliegen. Das Besondere bei dem Fahrzeug ist, was ihr auch schon an dieser Kurve sehen könnt, dass diese 143 kW dann wirklich auch konstant beibehalten wurden. Das sieht man tatsächlich selten bei E-Fahrzeugen. Sehr häufig werdet ihr eher so eine Art Berg sehen oder so eine Spitze und dann fällt es relativ schnell ab. Der Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass man natürlich in die Prospekte auch einen möglichst attraktiven Wert der Ladeleistung, der maximalen Ladeleistung reinschreiben will. Das wirkt natürlich vielleicht für potenzielle Käufer attraktiv, wenn da auf einmal 160, 180, 200 stehen. Aber diese Werte werden sehr, sehr häufig nicht konstant beibehalten, sondern fallen eben so schnell dann ab, dass es eigentlich kein großer Vorteil mehr ist. Mazda hat sich hier allerdings für eine sehr flache Linie entschieden. Und wie gesagt, heute haben wir die 165 nicht erreicht, aber ihr seht schon hier, mit 143 kW im Schnitt sind wir extrem flott unterwegs gewesen. Wenn man dann so ein bisschen guckt, wie lange diese Ladeleistung konstant beibehalten wurde, dann ist es ungefähr so, dass bei 59% dann so ein leichter Abfall war auf 137 kW und dann, seht ihr das auch schon in der Kurve, haben wir uns ungefähr so bei ungefähr 110 kW eingependelt. Dann gibt es noch eine weitere, etwas stärkere Veränderung der Ladeleistung bei den obligatorischen 80%, die ich vorhin auch schon genannt hatte. Denn ziemlich genau bei 81% geht dann die Ladeleistung auf 53 kW herunter, bleibt dann in diesem Bereich, geht sogar noch ein Stückchen hoch, sogar auf knapp 57 kW, bis dann ca. 91% erreicht werden, also 10% später. Da sind wir dann um die 42 kW. Das wird dann ebenfalls nochmal konstant beibehalten bis in etwa 96% und dann sind wir noch bei knapp 26 kW, die dann bis 100% dann auch noch ausgehalten werden. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Nun, grundsätzlich ist es so, dass auch hier logischerweise beim Mazda 6e es empfehlenswert ist, das Fahrzeug, wenn ihr irgendwo schnell weiterkommen wollt, nicht höher als 80% zu laden. Habt ihr Zeit, wie wir,
und seid gerade beim Mittagessen, dann lasst ihr natürlich den Stecker einfach dran, gar kein Thema, aber ansonsten macht das wenig Sinn, weil die Zeit dann einfach zu lange wird. Wir können auch gerne mal auf den Wert schauen. Also der Sprung sozusagen von 80 auf 90% hat dann insgesamt 8 Minuten und 18 Sekunden gedauert und der Sprung von 90 auf 100% war dann nochmal ein bisschen länger mit 9 Minuten und 14. Das sind alles keine großen Werte, aber wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen auf die Uhr schaut, macht es mehr Sinn, jetzt weiterzufahren und dann einfach hinterher wieder nachzuladen. Dann gibt es natürlich vielleicht auch nochmal ganz interessant für euch, sogenannte Bruttokapazitäten von der Batterie und Nettokapazitäten. Und in den Prospekten von den Herstellern steht meistens immer die Bruttokapazität zur Verfügung. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, wieso, was ist denn da der Unterschied? Also grundsätzlich ist es ja so, dass eben ihr nicht die volle Kapazität von so einem Akku ausschöpfen könnt, weil das Risiko zu groß wäre, wenn ihr den Akku komplett leer fahrt, dass der Akku defekt wird, also dass er sich tief entlädt. Also reserviert sich der Hersteller am unteren Ende immer einen gewissen Sicherheitspuffer, sodass es nicht möglich ist, den Akku komplett leer zu fahren. Auch wenn wir das heute im Endeffekt fast schon unter Null gefahren sind, so hatte das Auto mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht 0%, sondern wird dann vielleicht noch effektiv 2-3% im Akku gehabt haben. Meistens wird es auch so gemacht, dass am oberen Ende auch hier der Akku nicht komplett vollgeladen wird, sondern eben vielleicht bis 98-99%. Warum macht man das? Weil im Endeffekt so ein komplett vollgeladener Akku, das fühlt sich so ein bisschen für den Akku an, wie wenn ihr irgendwie 2 Schweinsbraten nacheinander gegessen habt, dann bläht der Bauch, dann drückt es überall und dann fühlt ihr euch auch nicht besonders wohl und das stresst den Akku so ein bisschen. Das sieht man auch so ein bisschen an unserer Ladespannung, die wir am Ende hatten. Wir hatten eine Spannung vom Akku von 425 Volt. Das entspricht bei 120 Zellen ca. 3,54 Volt pro Zelle. Und die normale Ladeschlussspannung, wenn der Akku wirklich knackevoll ist, ist so ungefähr 3,65. Und der Rest, das geht dann zwar sehr, sehr schnell, also da dauert es wirklich nur noch ein paar Minuten oder Sekunden, aber er ist eben nicht komplett voll geladen worden. Dann können wir jetzt natürlich auch so ein bisschen spekulieren, wenn wir den Bruttowert haben von 68,8 und wir haben ja den Wert von 0 auf 100%, den wir heute eingeladen haben, können wir so ein bisschen spekulieren, was denn das Auto wirklich an Nettokapazität zur Verfügung stellt. Wie macht man das? Wir haben ja unsere 72,1 Kilowattstunden, die wir heute ins Fahrzeug geladen haben und wir wissen, das ist ja technisch nicht möglich, wir haben ja 68,8 Kilowattstunden brutto. Wo ist die Differenz hin? Die ist nicht verpufft, sondern das ist im Endeffekt eine Art Ladeverlust. Ladeverluste entstehen beispielsweise durch Kabellängen, durch Umwandlung von Energie, durch Kühlung etc. pp. Und bei so einer typischen Schnellladesäule spricht man im Endeffekt von Ladeverlusten von ca. 4-8%. Wir haben jetzt einfach mal hier mit dem höheren Wert gerechnet, mit 8%, weil wir waren noch im Auto gesessen, haben so ein bisschen die Lüftung angehabt. Das wird sicherlich auch ein bisschen was gebraucht haben. Und wenn ich jetzt mal mit 8% rechne, dann kommen wir also bei einer Nettokapazität von ca. 66,78, also 66,8 Kilowattstunden raus. Das wären also 2 Kilowattstunden, die euch nicht zur Verfügung stehen gegenüber der Werksangabe. Das wäre schon sehr wenig, was Mazda hier als Sicherheitspuffer beinhaltet. Wenn ich jetzt die Ladeverlustleistung geringer noch ansetze, also was weiß ich mit 7% oder mit 6%, dann kommen wir hier schon sehr, sehr nah an die 68,8 Kilowattstunden. Also ich denke, dass wir hier bei 8% waren. Das wird eigentlich auch ganz gut passen, dass man irgendwie so einen passenden Wert nimmt, 2 Kilowattstunden einfach mal als Sicherheitspuffer nehmen. Von daher kann man also davon ausgehen, netto stehen euch 66,8 Kilowattstunden in etwa zur Verfügung. Jetzt ist es vielleicht auch mal interessant, die Ladekurve von Mazda 6e mit anderen Fahrzeugen ähnlicher Kategorien zu vergleichen. Ich möchte hier allerdings in diesem Kanal bewusst darauf verzichten, irgendwelche anderen Autohersteller zu nennen. Deswegen verlinke ich euch gerne unten mal in der Videobeschreibung ein interessantes Dokument, wo eben auch Ladekurven analysiert wurden, auch unter unterschiedlichen Temperaturbereichen. Da könnt ihr einfach mal so ein bisschen durchzappen. Ihr werdet dann sehen, dass tatsächlich eben die Besonderheit bei unserer Ladekurve ist, dass es sehr stabil bleibt über einen sehr langen Zeitraum und auf die Gesamtdauer eine sehr hohe durchschnittliche Ladeleistung bietet. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass unser Ladevorgang von 0 bis 100%, auch wenn es jetzt mit 45 Minuten lang klingt, überdurchschnittlich schnell war, wenn ihr euch die anderen Ladekurven einfach mal anschaut. Das soll es im Endeffekt auch von dieser Stelle mal sein. Vielmehr möchte ich auf die anderen Ladekurven hier nicht eingehen. Schaut da gerne mal in das Dokument rein. Ja, ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Themen, die wir heute angesprochen haben oder generell zur Ladekurve? Schreibt es wie immer in die Kommentare rein. Versuchen wir natürlich so schnell wie möglich darauf zu antworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.